Mein TikTok-Account mit 6,5 Millionen Follower wurde einfach gehackt vor einer Woche und ich muss euch jetzt mal die ganze Story erzählen, weil ich muss das einfach mal loswerden. Und irgendwie finde ich dieses Format von diesem Real Talk und dieses Podcast-mäßige so geil. Wirklich, ich gucke da abends manchmal wirklich 2 Stunden nur Leuten zu, wie die einfach nur quatschen miteinander. Und ich frage mich, warum das so ist. Ob das einfach mit dieser Schnelllebigkeit von TikTok zu tun hat, dass das deswegen so gut tut, einfach nur Leuten zuzuhören und sonst nichts. Also wenn ich Filme gucke, dann wird mir super schnell langweilig. Naja, ganz anderes Topic. Wir fangen jetzt erstmal an. Also, der große Shit war, dass ich gehackt wurde, während ich auf Teneriffa auf einem Yoga-Retreat war. Also, und das kam so zustande. Meine beste Freundin hat mir einen Link geschickt von einer Story. Und da hat eine Yoga-Lehrerin, Influencerin, total hilfeschreiend in ihrer Story gepostet. Ihre Fotografin ist ganz spontan gestern abgesprungen und morgen geht das Retreat los. Ob irgendjemand noch eine Fotografin kennen würde, die so spontan Zeit hätte. Dann hat sie mir das geschickt und ich so, also eigentlich voll geil. Weil das Coole ist, mein Bruder wohnt momentan seit einem Jahr auf Teneriffa und hilft da auf einer Tierrettungsstation und ist so voll ehrenamtlich unterwegs. Also richtig, richtig cool. Dann dachte ich so, okay, ich wollte ihn noch besuchen, weil der kommt jetzt bald wieder. Warum eigentlich nicht? Und wirklich, ich bin eigentlich kein so krass spontaner Mensch. Also ich bin, oder doch schon, aber nee, so spontan dann auch nicht, um eine ganze Woche einfach zu sagen, so, ciao, ich gehe jetzt mal, ne? Und naja, hab dann echt versucht, meine ganzen so Aufträge irgendwie noch zu schieben, was eigentlich gut ging. Flügen geschaut und das Retreat ging am Montag los, ging aber von Basel gehen nur Flüge von Dienstag bis Dienstag. Ich habe gesagt, okay, es wäre machbar, wenn es für dich in Ordnung wäre, wenn ich erst am Dienstag komme. Ja, und so kam das dann, dass ich als Fotografin dann dieses Retreat begleitet habe, was wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung war. Also, hätte ich nicht gedacht, dass ich da auch so spontan reingeschmissen wurde und die anderen wurden schon irgendwie 2 Wochen davor vorbereitet, haben Entschlackungen gemacht und meditiert. Und ich bin jemand, ich meditiere eigentlich gar nicht. Ich finde es ganz toll, dieses ganze Spirituelle. Also meine Mama ist super spirituell, meine beste Freundin auch. Und ich liebe es, denen zuzuhören, das alles aufzusaugen und was die, einfach so deren Erfahrungen, aber ich selber kann es richtig schlecht nur umsetzen. Also in meinem Alter kriege ich es eigentlich überhaupt nicht gebacken. Also ich meditiere eigentlich gar nicht. Dann bin ich da angekommen, wir 20 Frauen waren, also es war ein Frauenretreat und haben den ganzen Tag wirklich von morgens bis abends meditiert, Yoga gemacht, Kurse gemacht selbst, also so Inner Work, Partnerarbeiten, haben so viel Emotionen kamen da hoch, so viel geweint wurde da, so viel Liebe wurde geteilt. Also, wow. Wirklich, es ist immer noch so ein Traum von mir. Oder wird immer mehr, dass ich selber mal einen Retreat hoste und euch das sozusagen anbiete, mit mir da irgendwie erstmal nur ein Wochenende zu verbringen. Aber wow, ich bin jetzt total abgeschwiffen. Ja, so viel zu dem Retreat. Es war ganz toll. Am letzten Tag, wir wachen auf, meditieren eine halbe Stunde, ich total entspannt, gibt's Frühstück, super Hunger, setze mich an den Frühstückstisch und öffne mein Handy für das erste Mal am Tag. Gehe auf meine Instagram-Nachrichten, wo ich eigentlich so selten drauf gehe, ich kriege da halt immer so Anfragen, weil ich halt so viele kriege, und dann das ist nochmal so ein extra Ordner, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, gehe dann da drauf und sehe eine Nachricht von einem Account, der über 500.000 Follower hat, folgt aber keinem und hat keine Beiträge. Hat er das TikTok-Logo bei sich da im Profilbild, hat mir eine super professionelle Nachricht geschickt, von wegen, sie würden mir den blauen Haken besorgen. Und ich natürlich, die sich schon echt ein bisschen aufregt, dass ich mit 6,5 Millionen keinen blauen Haken habe und so viele Fake-Accounts mir mittlerweile nachmachen oder meine Videos posten und sagen, ja, das wäre ich auf TikTok. So, das regt mich einfach übelst auf, ja. Deswegen bin ich ich bin voll drauf reingefallen. Kann man nicht anders sagen. Bin auf diesen Link gegangen und wirklich, es sah so real aus. Das TikTok, es sah so real, es sah so gut aus, wirklich. Und dann ist es mir aber auch irgendwie so ein bisschen komisch vorgekommen. Dann habe ich, hat er gesagt, ich muss meine Nummer, meine E-Mail, mein Passwort eingeben für TikTok.
um mich einzuloggen. So, habe aber nur, wirklich voll, ich habe nur meine Nummer und meine E-Mail eingegeben. Und dann habe ich so gesagt, okay, Anna, warte mal kurz, mach einen Screenshot und schick's der Agentur. So, hier, achso, nee, das kann ich nicht zeigen. Dann würde ich ja meine Nummer zeigen. Ja, hab das dann geschickt. Es war Sonntag. Natürlich ist da auch meine Agentur, hat da ihren freien Tag. Hat er natürlich nicht geantwortet. Und plötzlich kam eine Nachricht per WhatsApp. Ja, und dann hat er halt so, man kann das dann so und so regeln. Und ich bin so reingefallen. Hab mit dem geschrieben und der war dann irgendwie drin. Also er wollte einen Code von mir. So schnell geht's. Also wirklich, zack. Ich, Schweißausbrüche. Sitze an diesem Tisch, alle Mädels kommen plötzlich und ich war kreidebleich. Ich habe gerade meinen TikTok-Account verloren. Er hat sofort mein Passwort zurückgesetzt und ich konnte mich nicht mehr einloggen. Oh, wirklich, es war der schlimmste Moment ever. Es war so gemein. Und am letzten Tag, weil eine Stunde später hätten wir uns alle verabschiedet und ich konnte jetzt nicht diese Stimmung da so runterziehen und habe dann keinem was gesagt. Und ich war mit 2 Mädels so in einem Zimmer oder einem Abteil und mit denen habe ich mich wirklich am besten verstanden. Die waren so cool. Und selbst denen, also habe ich es nicht gesagt, aber im Nachhinein, am nächsten Tag habe ich denen eine Sprachmemo geschickt und sie so, ja, wir dachten uns schon, irgendwas stimmt nicht mit dir, aber sie wollten jetzt auch nicht nachfragen. In dem Moment war das so schlimm für mich. Und dann so, alle haben dann gepackt und so weiter. Ich war schon fertig und bin dann so hoch an den Berg und habe so geheult. In dem Moment habe ich dann auch ein TikTok-Video gemacht auf meinem deutschen Account. Das hat mittlerweile auch 1 Million Aufrufe bekommen. Und also eigentlich hole ich mir keine Kommentare an, weil da steht nur Rotz, aber in dem Moment habe ich auch mal kurz geguckt und dann haben auch so viele drunter geschrieben, warum regt sie sich denn auf? Ist doch nur ein Account. Freunde, stellt euch einfach mal vor, euer Job läuft super, läuft mega gut und auf einmal werdet ihr gekündigt. So, und das ist euer Traumjob. Ist doch logisch, dass man da mal anfängt zu weinen, oder? Und das finde ich auch so schlimm, weil in der heutigen Gesellschaft wird immer so gesagt, ja, keine Emotionen und du musst nur happy sein, alles ist gut und wie auch immer. Ich bin ein Mensch. Ich habe Gefühle. Ich darf die rauslassen und soll die auch rauslassen, weil dann kriegst du nur einen Knacks im Kopf, wenn du die alle immer runterschluckst und nie rauslässt. Das hat mich irgendwie echt auch schon wieder ein bisschen genervt. Naja, und dann war ja das Ding, dann war das Retreat fertig. Daraufhin wollte ich zu meinem Bruder. Das war am Sonntag fertig, das Retreat. Und der Flug ging schon wieder am Dienstag. Heißt, ich hatte super kurz nur mit meinem Bruder. Und natürlich ist das genau da passiert. Und ich war mit dem Kopf, meinem ganzen Sein eigentlich nur am Handy. Und mein Bruder, weißt du so, der ist voll auf der Entschlackungskur und nur in der Natur. Ich glaube, der dachte sich so, Alter Anna, was ist eigentlich fucking dein Problem? Weil ich kam dann auch so aufgelöst bei ihm an. Und er hat gesagt, er dachte schon, es ist sonst jemand gestorben. Ja, klar. Natürlich für Leute, die da gar nicht drin sind, die denken sich nur so, what the fuck is going on with her? Für mich war das schlimm. Ja, für mich war es schlimm. Es ist einfach so. Aber ich muss sagen, also ich war dann wirklich, diese 2 Tage war ich so viel am Handy. Es hat mich so aufgeregt, wirklich. Und ich wollte das eigentlich so genießen mit meinem Bruder da. Aber ja, so war es halt. Wie haben wir das geregelt? Also erstmal habe ich dem TikTok-Support bestimmt über 50 E-Mails rübergeschickt. Habe nie eine Antwort bekommen. Wenn ich eine Antwort bekommen habe, dann war es eine Computer-E-Mail, die mir einfach so eine automatische geschickt hat. So, also wirklich, weißt du? Ach so, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Während dem ganzen Prozess hat dieser Typ mir noch weiter geschrieben auf WhatsApp und hat angefangen, mir zu drohen. Sagt, wenn ich nicht so und so viel Geld zahle, also er hat erst mit 500 gedroht, was im Verhältnis zu diesem Account eigentlich wirklich nichts ist. Nichts, also ihr wisst, was ich meine, so, ne? Und natürlich hätte ich das dann zahlen können, aber weißt du, dann zahle ich das und dann sagt er, nö, jetzt hätte ich gern 1000, nee, jetzt hätte ich gern 2000 und ich wette, das wäre passiert, ich wette es. Weil der kam dann auch aus Baku, wo ist das nochmal? Arabien? Afghanistan? Ich weiß es nicht. Ist irgendeine Hauptstadt. Also hat mich wirklich auch bedroht und TikTok scheint es wohl egal zu sein. Da hatte ich kein Glück. Dann ich bin ja bei einer Agentur und wirklich, big kiss to them. Die hatten einen Kontakt von TikTok
Haben die dann angeschrieben. Das hat aber dann wirklich auch ewig gedauert, weil so viele Leute haben versucht, TikTok zu erreichen. Irgendwie ging es nicht und dann plötzlich hat TikTok aber reagiert. Und dann war es super verwirrend, weil diese ganzen E-Mails total durcheinander gegangen sind. Dann habe ich noch Connections zum Europapark und die hatten auch noch Kontakt zu TikTok und die haben das dann auch noch versucht. Ja, also irgendwie haben wir alles versucht möglich zu machen. Sonntag wurde ich gesperrt, bis Donnerstag hat es angedauert. Also, dass wir kein Feedback bekommen haben, dass wir permanent da irgendwas geschrieben haben. Dadurch, dass ich dieses Video auf meinem kleinen Account gepostet hatte, wirklich Leute, ich liebe euch, waren so meine Detektive und haben den komplett auseinandergenommen. Haben mir so viel Kennzeichen, weil der war dann in meinem Account drin, hat meinen Namen geändert, hat mein Bild geändert und hat strange Videos auf meinem Account gepostet von irgendwelchen Autos. So, hallo? Naja, und da waren eben auch Nummernschilder drauf zu sehen und hat sein Instagram verlinkt. Aber wirklich, er hat mich dann nämlich noch weiterhin nach Codes gefragt und die habe ich dann natürlich nicht mehr geschickt. Weil hätte ich die ihm geschickt, hätte der auf meinem Geld zugreifen können. Weil das Ding ist, bei TikTok wird das Geld erstmal in der Plattform selber gehalten. Also für 30 Tage hält TikTok das ein und dann kann man es erst abheben. Naja, ich hatte das schon länger nicht mehr gemacht. Dementsprechend war da eine schöne Summe drauf gespeichert. Ja, das wär nochmal sehr ärgerlich gewesen, aber zum Glück ist das nicht passiert. Also da waren die Engelchen mit mir. Jetzt wieder zurück zu dem Video, was ich gepostet habe auf meinem deutschen Account. Dadurch haben das echt ein paar gesehen und dadurch wurde auch eine andere Agentur, und zwar von TikTok selber, aufmerksam. Die haben das dann auch noch probiert. Also wirklich, ich habe echt sehr, sehr Liebe und sehr viel Unterstützung bekommen. Also ganz nochmal ein riesen Dankeschön. Ja, und dann irgendwann hat es echt geklappt, dass ich einen Ansprechpartner bekommen habe. Eine liebe Sophie war das und die hat es dann echt irgendwie möglich gemacht. Also die haben den dann blockiert, also den ganzen Account. Dann konnte sich gar niemand mehr einloggen. Ich musste halt alles ändern. Nummer, Mail, Passwort. Ich habe jetzt wirklich, Freunde, ich habe so sicher alles. Jetzt, ich klopfe hier auf meinen Boden, der ist Holz. Ich hoffe, dass nicht nochmal sowas passiert. Hab dann wieder Zugriff bekommen, dann erstmal alles geändert. Das Ding war aber, man kann ja den Namen nicht so oft ändern. Heißt, ich hätte jetzt eigentlich noch 30 Tage mit diesem komischen Namen rumrennen müssen. Das ging dann echt schnell. Also habe den dann am Abend geschrieben, ob da nicht irgendwie was möglich war, ob man da nicht was frühzeitig ändern kann. Das ging dann echt tatsächlich. Ja, und jetzt bin ich wieder back im Game. Ich hatte erst auch so ein bisschen Schiss, ob das jetzt irgendwas mit einem Algorithmus oder keine Ahnung macht, aber bis jetzt läuft eigentlich alles gut. So eine anstrengende Woche. Und weißt du, dann passiert halt auch sowas, wo ich einmal so eine relaxing Woche mache, wo ich zwar schon arbeiten musste, aber es war dann immer so, in dem Yoga-Retreat habe ich immer die erste Viertelstunde, halbe Stunde Fotos gemacht. Und dann durfte ich die Kurse selber auch mitmachen. Das war eigentlich echt ganz cool. Diese ganze Woche war so relaxing und dadurch, dass das passiert ist, war diese ganze Entspannung natürlich sofort weg. So viel dazu. Also, falls ihr irgendwie viele Passwörter irgendwie gleich habt oder nicht die 2-Stufen-Verifizierung, obwohl ich hatte die. Checkt eure Daten mal, dass da wirklich alles safe ist, weil das kann so schnell passieren. Dann habt ihr dann natürlich überall blockiert. Der hat auch versucht, mich dann mit 3 unterschiedlichen Nummern zu kontaktieren. Hab die natürlich alle blockiert. Und jetzt kann er nichts mehr machen. Mein Vater ist auch Anwalt und mein Bruder, beziehungsweise meine beiden Brüder. Ich bin in einer Anwaltsfamilie groß geworden. Ja, und die haben dann auch gleich eine Strafanzeige rausgeschickt, aber ja, also komm, no chance. Wenn der wohnt ja sonst wo. Die, Nummernschilder alle hingeschickt, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Vor allem jetzt, wo ich den Account wieder habe. Auch hier wieder, wie gemein können manche Menschen sein, oder? Also, ich bin einfach, ja, vielleicht bin ich naiv. Ich glaube einfach nur das Gute in Menschen. Ich glaube daran, dass eigentlich jeder nur nett ist und dass mir keiner was Böses möchte. Ich renne auch immer in der Nacht auf der Straße rum, in dunklen Gassen. Ja, klar, es ist nicht sicher, aber so bin ich halt, keine Ahnung. Und das hat mich dann so rausgerissen, weil nur für Geld stört man das Leben von jemandem so. Okay, nee, das ist jetzt übertrieben, aber ja, also weißt du, es war schon echt mies. Es war einfach eine richtig miese Aktion und es hat mich so getriggert, warum Menschen einfach sowas machen. Warum macht man sowas? Warum ist man so gemein? Ich verstehe es einfach nicht. Sei doch gut.
Also meine Mama, die ist ja eben so eine Spirituelle, die hat gesagt, Anna, ich wünsche dem alles Böse. Der wird das hat sie nicht gesagt, aber sie hat gesagt, der wird sein Fett schon abkriegen. Also sowas geht nicht unbestraft davon, der da oben wird es schon regeln. Und ja, also ich glaube das schon auch, dass da irgendwie Karma ist schon so eine Sache. Bin ich wieder back in Germany und ja, wer es nicht weiß, also ich bin ja hauptberuflich Fotograf, also das solltet ihr jetzt wissen. Eben so 50-50%, also 50% mache ich TikTok und 50% Fotografie. War jetzt gestern mal Assistentin bei einem Foodfotografen, das war auch mega interessant. Foodfotografie finde ich auch richtig toll. Mag ich richtig gerne, aber mache ich persönlich weniger. Ich habe für ein Sterne-Restaurant, das war mal richtig cool, habe ich mal Bilder gemacht gehabt, aber das war das Einzige. Genau, gestern zum Beispiel war ich auf einem Weingut, das war auch richtig schön, weil da bin ich um 6 Uhr aufgestanden, das war in Frankreich, bin dann rübergefahren, habe dann so die Morgenstimmung und wie die Trauben jetzt geerntet werden, weil jetzt ist ja Traubenzeit und das ist halt richtig geil, wenn so das Streiflicht reinkommt, so ganz tief und dann so Gegenlicht und dann war da so ein Opa, wirklich, da waren auch richtig viele Ältere, die dann einfach diese ganzen Trauben gepflückt haben. Das sah so geil aus, also richtig happy. War jetzt eigentlich so die Story, die ich euch erzählen wollte. Sagt mal an, findet ihr sowas auch total entspannt, wenn man einfach nur jemanden zuhört, wie der irgendwelche Storys erzählt? Ich finde es ganz toll. Sagt mir mal gerne, was ihr das nächste Mal hören wollt, weil an Podcastler, ich weiß nicht, wie man die nennt, geht mein größter Respekt, wenn die wirklich 1 bis 2 Stunden nur durchreden können und auch mit Struktur. Mir fällt es unfassbar schwer, offen und frei mit Struktur und schlau zu reden. Also wirklich, es gibt ja manche Menschen, da hört man zu und dann denkt man so, ja, genau so, genau das denke ich auch. Ich fühle genauso mit euch. Sowas finde ich ganz, ganz toll an anderen Menschen. Sowas finde ich unfassbar inspirierend. Zum Beispiel auch, wo ich bei dem Retreat war, die das gehostet hatte, die war so eine. Boah, mega. Richtig, richtig toll. Und ich bin in großen Gruppen, ich bin immer still. Weil ich mir einfach nicht so sicher bin in dem Fall, oder ich finde es einfach das Schlimmste, wenn mich 20 Augen anschauen und ich da jetzt irgendwas sagen muss, dann denke ich mir, ich bin lieber still, bevor ich was Dummes sage. Aber deswegen finde ich das auch eine gute Übung, eine gute Challenge, einfach auch mal freier zu reden. Überhaupt auch mal länger am Stück zu reden und so. Also sagt gerne an, was ihr sehen wollt und wir sehen uns im nächsten Video.